Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Weihnachtsbäckerei mit dabei seid. Ja, wir haben heute den ersten Advent, meine Kerze brennt. Ich möchte euch heute gerne ein Plätzchenrezept zeigen, und zwar sind es Vanillekipferl, aber nicht normale Vanillekipferl, sondern mit gerösteten Mandeln und Vanille, ist klar. Ich habe zwar schon ein Vanillekipferl-Rezept online, das ist auch schon etwas älter, ich glaube das war 2016, 2017, ich weiß es nicht genau. In diesem Video zeige ich euch, wie man Vanillekipferl im Vanilleblech macht und mit der Hand. Das ist ein ganz normales Vanillerezept. Und das hier habe ich, ja, ich sag mal so neu kreiert mit gerösteten Mandeln. Und die sind richtig, richtig lecker. Ja, und das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ja, und wir brauchen für 50 Stück folgende Zutaten. Und zwar brauchen wir 350 Gramm kalte Butter, 180 Gramm Zucker, eine Prise Salz, dann 1 bis 2 Vanillestangen, ganz wichtig, 500 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver, 100 Gramm geröstete und gemahlene Mandeln, 3 Eiweiß und viel Vanillezucker zum Wenden. Ja, und dann legen wir auch gleich mal los. Als erstes müssen die gemahlenen Mandeln geröstet werden. Dazu gebe ich die einfach in eine Schüssel und röste sie kurz an. Passt bitte auf, dass sie nicht anbrennen. Danach aus der Pfanne raus und komplett auskühlen lassen. Dann brauche ich meine Vanilleschote. Die muss einmal halbiert werden, also einmal in der Mitte durchschneiden. Ja, das sieht jetzt ein bisschen gefährlich aus, aber ich habe es irgendwie anders nicht hingebracht. Und dann das Vanillemark mit dem Rücken vom Messer herauskratzen. Also es geht so eigentlich ganz gut. Wer keine Vanilleschote hat, der nimmt halt dann eben Vanillezucker. Aber so eine Vanilleschote ist halt intensiver oder noch besser, wer Vanilleextrakt oder Vanillepaste. Ja, die Vanille kommt jetzt in meinen Zucker mit hinein. Das machen wir übrigens mit beide Vanilleschoten. Und dann geht es auch schon weiter an meinen Teig. Da habe ich das Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche. Die ausgekühlten, gerösteten, gemahlenen Mandeln mit drauf. Dann der Zucker und der Vanillezucker. Die Prise Salz ist auch mit drin. Und im Mehl ist übrigens auch das Backpulver schon dabei. Und dann meine Butter auch noch. Also die habe ich dann kleiner geschnitten und verteilt. Also so einen kleinen Vulkan gemacht. Ich kenne das noch so von meiner Kindheit her. Meine Mama macht so immer die Teige. Und irgendwie mache ich das auch so. Ja, dann zerkleinere ich das Ganze, wie immer mit meinen beiden Teigschabern. Das finde ich, weiß nicht, ich finde es einfach richtig cool. Klebt die ganze Sache nicht so extrem. Und dann kneten wir das Ganze mit den Händen durch. Das dauert natürlich ein klein wenig, weil es auch doch ganz schön viel Teig ist, also Mehl. Und ja, da muss man ein bisschen arbeiten. So, wenn der Teig jetzt so bröselig ist, dann kommt erst das Eiweiß dazu. Und das gebe ich immer so einzeln. Also ich mache so eine kleine Mulde rein, schütte ein bisschen was vom Eiweiß hinein oder Eiklar und arbeite das kurz in den Teig hinein. Dann nochmal. Und das wiederhole ich so lange, bis halt eben alle 3 Eiweiße in den Teig verarbeitet sind. Ja, und dann geht es nochmal weiter mit den Händen. Jetzt wird er zu einem glatten Teig geknetet. Also ihr seht schon, das ist eine ordentliche Kneterei. Aber das rentiert sich auch. Zum Schluss hat er ein bisschen angefangen zum Kleben. Ist klar, was der geknetet worden ist, die Butter ist wieder komplett weich geworden. Und deswegen fängt er ein bisschen das Kleben an und dann gibt man einfach nur ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und knetet das Ganze nochmal durch. Und zwar so lange, bis man eben einen schönen, glatten Teig hat. Ja, und ich forme das immer so, das habe ich auch von meiner Mama. Die hat auch immer die Teige so geformt und dann in Alufolie gebackt. Nicht Alufolie, Frischhaltefolie, dann darf er für 2-3 Stunden in den Kühlschrank. Besten über Nacht. Ja, dann hole ich meinen Teig wieder heraus. Gebe ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und nehme ein Stück von dem Teig und rollt es erstmal zu einer
Und das macht man auf der Arbeitsfläche also einfach schön mit den Händen. Rollen, rollen, rollen. Dann schneide ich mir so stückchenweise, also ein Kipferl hatte bei mir 15 Gramm. Das habe ich da gewogen dann und dann einfach mich nach den 15 Gramm gerichtet. Da schneidet ihr euch dann portionsweise die Stücke ab. Ihr müsst es jetzt natürlich nicht genau 15 Gramm machen, ihr könnt es machen, wie ihr wollt, aber halt einfach fürs Video und damit es schön ausschaut. Habe ich schon versucht, ziemlich genau zu machen. Ja, und dann geht es ans Formen der Kipferl. Ihr nehmt euch ein Teil, also ein Stück, und dann rollt ihr es erstmal zu einer Kugel und dann zu einer Schlange. Und das geht dann am besten, finde ich, auf der Arbeitsfläche. Und dann rollt ihr so lang, also rollt ihr eine gewisse Zeit, bis halt euer Kipferl schön lang genug ist. Und dann rollt ihr nur noch die Enden, damit das richtig schön spitz wird. Und dann wird das Kipferl zu einem Halbmond gelegt. Mehr ist es nicht. Also eigentlich ganz einfach. Und so sahen dann meine aus. Lasst ein bisschen Platz auf dem Blech, denn die gehen noch auf. Ja, die durften jetzt bei 150 Grad Umluft auch so 10 Minuten backen. Und so sahen sie dann aus. Also sind schon richtig schön aufgegangen. Die dürfen jetzt im Vanillezucker baden und zwar noch im heißen Zustand. Also haltet euch eine Schüssel parat und gebt da euer Kipferl rein und taucht es in Zucker. Ja, das war jetzt wieder so intelligent von mir. Ne? Wie will man mit einer Gabel einen Vanillekipferl mit Vanillezucker überschütten? Ja, das ist wieder so typisch ich, ne? Nicht überlegt. Ja, nimmt einen Löffel, da geht es einfacher. Also schön auf beiden Seiten wenden und dann auf einem Gitter auskühlen lassen. Ja, und dann sind die Vanillekipferl auch schon fertig. Und die schmecken besonders aromatisch nach Mandeln. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine tolle Weihnachtszeit. Bitte passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.